Hallo liebe Zuschauer, ich darf Sie herzlich begrüßen heute bei Pico. Wir haben ein neues Format ins Leben gerufen. Es gab sehr, sehr viele Rückmeldungen von Ihnen. Sie möchten einfach ein bisschen mehr Informationen auch zu den Fahrzeugen haben, Vorbild, Modell und nicht nur die Formneuheiten, die wir ja an unserer Neuheitenpräsentation immer zeigen, in den Fokus stellen, sondern darüber hinaus natürlich auch noch ein bisschen zu den anderen Fahrzeugen Informationen erhalten. Deshalb, wie gesagt, neues Format. Wir nennen das Pico. Kurz und kompakt, fröhlich erklärt. Ist ein kleines Wortspiel, aber kommen wir sicherlich im Laufe der Serie noch drauf, wieso, weshalb, warum. Das werde nicht nur ich alleine machen, sondern es geht einfach darum, wir wollen an verschiedenen Locations Ihnen ein bisschen was über die Fahrzeuge erzählen. Wir wechseln dazu auch immer wieder den Drehort. Heute sind wir hier im Erlebnisrestaurant Spiellust in Sonneberg am Bahnhof. Ganz tolles Ambiente, sieht super aus hier. Ganz, ganz viele Bereiche sind wie Eisenbahnwagen gestaltet. Ich darf es noch nicht verraten, aber ein Raum wird noch auch extra gestaltet mit besonderem Eisenbahnambiente. Und das macht einfach Spaß hier. Es sind auch schon Besucher da, deswegen werden Sie auch ab und zu vielleicht ein kleines Kind hören oder auch mal eine Kaffeemaschine. Ich habe meinen Kaffee hier schon bereitstehen. Und jetzt würde ich einfach sagen, starten wir einfach mal und ich blätter mit Ihnen so ein bisschen durch den H0-Neuheitenkatalog heute und werde Ihnen zu dem einen oder anderen Fahrzeug noch ein bisschen Informationen dazugeben. Starten möchte ich mit den Dampflokomotiven und hier bin ich einfach mal die Seiten so ein bisschen durchgegangen und habe überlegt, was kann ich Ihnen noch für Hintergrundinformationen geben. Ja, wir haben zwei Varianten zur Baureihe 62 dieses Jahr in den Neuheitenprogrammen. Einmal eine DDR-Variante, die DDR Epoche 4 und wir haben die DRG-Variante in der Epoche 2 und eine Lokomotive, die ich Ihnen wirklich sehr ans Herz legen möchte, denn es ist ja im Grunde genommen eine Schnellzuglokomotive, eine Einheitsschnellzuglokomotive der Reichsbahn und hier finde ich das Besondere, es ist eben eine sehr kurze, es ist eine Tenderlokomotive. Die hat den Vorteil, dass Sie auch auf kleineren Anlagen wirklich Schnellzugbetrieb machen können. Und entsprechend kommt unsere DR-Ausführung der Epoche 4 auch mit kleinen Wagner-Windleitblechen und mit dem entsprechenden Führerhaus, mit dem typischen Dachgitter auf dem Dach, wie sie auch beim Vorbild unterwegs war. Und unsere DAG-Variante dann natürlich mit allen Ausführungen der Epoche 2. Und ja, machen Sie da einfach ein paar Schnellzugwagen hin dran, Sie brauchen gar nicht viel, oder machen Sie ein paar Nahverkehrswagen, dann können Sie auch wirklich einen entsprechenden Regionalverkehr oder Nahverkehr nachbilden. Und das, finde ich, macht einfach Spaß. Oder Sie haben in der Epoche 2 die Wehratalbahn zum Beispiel nachgebaut, dann können Sie da auch gerne mit einem Schnellzug vor dieser kleinen Lokomotive dann durch die Gegend fahren. Also wirklich tolle Lokomotive, Schnellzugverkehr auf engstem Raum. So, dann gehe ich einfach weiter durch den Katalog. Wir blättern den einfach mal ein bisschen zusammen durch. Ich bin jetzt bei den Elektrolokomotiven. Hier sind verschiedene Loks, die ja wirklich sehr, sehr toll und sehr attraktiv sind, aufgeführt, das ist klar. Aber zwei Lokomotiven möchte ich einfach mal herausfischen. Zum einen unsere Baureihe 139. Ja, Sie wissen es als Partner, ich mache da ja nie einen Hehl draus, wo ich herkomme, aber als Partner kenne ich eben die 139 auf der Schwarzwaldbahn. Nichtsdestotrotz war die auch in anderen Regionen unterwegs. Wir bringen sie jetzt als Hagener, als Ruhrgebietslokomotive. Und Besonderheit hier, sie war nicht nur im Personenzugverkehr unterwegs, sondern auch wirklich mit schweren Güterzügen oder auch Erzzügen ganz konkret. Und das finde ich einfach schön, dass sie so auch Brot- und Butterlokomotiven von Pico zur Verfügung gestellt kriegen, die sie universell einsetzen können. Das heißt wirklich vor dieser Lokomotive ein paar Silberlinge oder einen blau-beigen Wagen oder eben auch Erzzugwagen. Sie haben hier die volle Bandbreite und können mit dieser attraktiven Lokomotive in Grün wirklich komplett die Epoche 4 wirklich auf die Anlage bringen. Und wenn wir es schon vom Ruhrgebiet haben, auf der anderen Seite ist unsere 111, 122 auch eine Lokomotive in dieser Form als S-Bahn-Lackierung immer wieder gewünscht und bitte lasst sie doch im Programm. Wir bringen sie immer wieder mit verschiedenen Lokomotivnummern. Jetzt kommt es als 111, 122er, das ist eine Kölner Lokomotive, die in Düsseldorf dann stationiert war. Und dazu passend haben wir natürlich auch die X-Wagen im Programm mit Steuerwagen. Also auch hier können Sie wirklich die Lokomotive und die Wagen in einer Garnitur nachbilden, wie sie beim Vorbild unterwegs war, was für mich auch wirklich schön ist. Und ja, zur 111 kann man ja wirklich noch ganz, ganz viel erzählen. Sie wissen es sicherlich, eine Schnellzuglokomotive eigentlich. Die war sicherlich etwas unterfordert oder auch manchmal sogar vielleicht etwas überfordert im Ruhrgebiet. Unterfordert, weil sie eigentlich selten ihre Höchstgeschwindigkeit ausfahren konnte. Überfordert, weil das viele Bremsen, Beschleunigen eigentlich gar nicht für eine Schnellzuglokomotive so geeignet ist. Nichtsdestotrotz hat die sich bestens bewährt und sie bildet halt mit den X-Wagen, mit entsprechendem Steuerwagen und dem Kopf vorn eine ganz, ganz wunderbare optische Einheit. Also auch hier tolle Lokomotive, toller Zug, können Sie bei Pico in der kompletten Garnitur nachbilden.
Ja, und auf den Seiten haben wir natürlich noch mehr Elektrolokomotiven wie unsere 243 von der WFL oder die 114er von der DB AG. Kommen natürlich auch immer entsprechend passend mit der Dachausrüstung und auch mit der Dachrundung oder unterschiedliche Puffer, mal runde Puffer, mal eckige Puffer. Aber auch das sind Lokomotiven, mit denen Sie zeitgenössischen Verkehr sehr gut nachbilden können. Die 114er ja, mit Doppelstockwagen, die auch bei Pico erhältlich sind, bestens ausgerüstet. Oder auch die 243 WFL, die zwar die S-Bahn Leipzig-Lackierung bekommen hat, aber eigentlich auch schon eher im Güterzugverkehr unterwegs ist. Also auch hier Lokomotiven, die wirklich universell eingesetzt werden können. Und Sie haben es vielleicht gehört, gerade kommt die Südthüringenbahn vorbeigefahren. Also Ambiente ist hier tatsächlich perfekt, kann ich Ihnen nur empfehlen. Dann blätter ich einfach mal weiter und ja, dann komme ich zu den 184ern, Formneuheit von letztem Jahr, wissen Sie sicherlich. Und ist eine sehr attraktive Lokomotive wieder, hat ein bisschen niedrigeres Lichtraumprofil, weil dies ist ja im eigentlichen Sinne eine Europalokomotive. Das heißt, die ist gedacht wirklich für Deutschland, für Frankreich, für Belgien und hat 4 Stromsysteme, also auch für die Niederlande mitbekommen. Und im Laufe des Einsatzes hat man gemerkt, oh, es gibt leider ein bisschen Probleme, gerade auch dann zum Beispiel in Belgien mit den hohen Stromspitzen, die dort im System waren, sodass man gesagt hat, okay, man konzentriert es eher auf Deutschland, Frankreich zum Beispiel im Einsatz. Und diese Lokomotive finde ich aber auch ganz wunderschön, die verkörpert wirklich diesen Europagedanken zu einer sehr frühen Zeit, wo man einfach universal unterwegs sein wollte, wo man Pioniergeist hatte, wo man Europa wirklich verbinden wollte. Und da passt die Lokomotive genau rein. Und auch hier, Sie können dem mit dem Nahverkehrszug was nachbilden, Sie können das mit dem Schnellzug nachbilden oder bis hin zu Güterverkehr. Also auch hier sind alle Möglichkeiten offen. Ja, dann machen wir einfach weiter. Hier haben wir unsere Baureihe 244 der Deutschen Reichsbahn, auch eine sehr neue Lokomotive, die sehr gelobt wurde, unsere E44 in allen Varianten, die wir gebracht haben. Sie erinnern sich, letztes Jahr als Überraschungsneuheit haben wir die als 144, 188 gebracht. Jetzt bringen wir sie als 244 DR in der Epoche 4 und hier ist das Besondere das rote Fahrwerk. Die erste Lokomotive, die wir rausgebracht haben, war mit dunklem Fahrwerk. Hier jetzt im typischen roten Fahrwerk der Deutschen Reichsbahn. Auch hier ein paar Modernisierungswagen hinten dran und Sie haben eine wunderschöne Zuggarnitur, wie sie eben auch in Mitteldeutschland so unterwegs waren. Liebe Pico-Freunde, damit kommen wir heute zum Schluss. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Wir haben hier einige wirklich sehr attraktive Modelle besprechen können. Wenn Sie noch mehr Informationen haben wollen, dann schreiben Sie es einfach unten in die Kommentare rein. Wir freuen uns da über alle von Ihren Informationen und wir gehen da auch sehr gerne drauf ein und wir werden natürlich auch die Locations jetzt bald wechseln. Aber für heute einfach hier nochmal liebe Grüße aus der Spiellust, aus dem Erlebnisrestaurant in Sonneberg und viel Spaß mit unseren Modellen und unserem Hobby. Genießen Sie die Zeit und bis bald. Tschüss.